An einem ganz gewöhnlichen Nachmittag brach mitten in North Little Rock plötzlich eine Verfolgungsjagd aus, wie aus dem Kino. Tyler Riles, Polizist der Arkansas State Police, entdeckte einen weißen Ford F-250, der auf dem Highway 107 seine Fahrspur missachtete. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen C-558 geriet auf dem McCain Boulevard in die Linksabbiegerspur und fuhr auf den Parkplatz von Hobby Lobby. Doch es handelte sich nicht um eine einfache Verkehrskontrolle. Kurz vor der Kollision beschleunigte der Fahrer und flüchtete. Wenn du echte Polizeiberichte und adrenalingeladene Verfolgungsjagden liebst, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. 2 neue Videos erwarten dich jede Woche. Zachary Brinson missachtete rote Ampeln und geriet mit über 160 km ins Schleudern. Er nutzte Abbiegespuren, Gegenfahrbahnen und unübersichtliche Kurven. Er drängte einen Toyota Tacoma von der Straße und zwang andere Fahrer zum Ausweichen. Er schleuderte vom Parkplatz der Centennial Bank zurück auf die Straße, schnitt entgegenkommende Fahrzeuge ab und verursachte Chaos. Der Fahrer schaffte es, kurzzeitig außer Sichtweite zu verschwinden. Doch welches Schicksal erwartete ihn? Der Pickup kam wieder in Sichtweite der Polizei. Polizist Riles wollte die Verfolgung mit einem TVI-Manöver beenden.
Brinson, der Fahrer, wich aus und machte scharfe Manöver, um die Polizei bei jedem Schritt zu vereiteln. Während der Verfolgungsjagd überfuhr er wiederholt rote Ampeln und befuhr Kreuzungen mit gefährlicher Geschwindigkeit, wodurch er sein eigenes Leben und das von Dutzenden anderer Fahrer gefährdete. Die dichte Verfolgung der Polizisten machte den Fahrer zunehmend nervös und aggressiv. Er neigte nun dazu, Fehler zu machen. Schließlich erreichte Brinson das hintere Tor des Luftwaffenstützpunkts Little Rock, durchbrach das verkettete Tor und prallte gegen die Betonbarriere. Der Aufprall machte das Fahrzeug völlig fahruntüchtig, doch Brinson hielt durch. Diesmal rannte er zu Fuß weiter. Als Rayals sah, dass der Verdächtige unbewaffnet war, setzte er seinen Elektroschocker ein. Der erste Schuss traf nur teilweise, doch der dritte streckte Brinson sofort nieder. Der Verdächtige wurde widerstandslos festgenommen und mit Rückenschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Ein Geschwindigkeitsverstoß, der um Mitternacht auf der Interstate 30 in Little Rock begann, eskalierte schnell zu einer spannenden Verfolgungsjagd. Gegen 1:38 Uhr überholte ein silberner Dodge Charger mit Papierkennzeichen, der mit 120 Kilometer in einer 96-Kilometer-Zone unterwegs war, einen Streifenwagen auf der Interstate 30 in westlicher Richtung von der Kreuzung Richtung Norden. An der Ausfahrt Broadway schaltete sich das Blaulicht ein, doch der Fahrer reagierte nicht. Während er auf Verstärkung wartete, ignorierte der Fahrer die Sirenen und fuhr auf die Interstate 630 Richtung Westen, die er an der Ausfahrt 1A verließ. Der Fahrer täuschte am oberen Ende der Rampe einen Stopp vor, beschleunigte aber, als es kurz vor der Kollision stand, erneut und flüchtete. Slow rolling over the bridge to not take this way. Yeah.
139. Little Rock, we're taking 630 west here. I'm gonna get past this first exit and then get on the scene and get some Visual. When you open that. time to yeah. Visual. You're at 1053 Brown as well. Das Fahrzeug bog anschließend in die Cumberland Street ein und missachtete dabei die rote Ampel südlich der Interstate 630. Die Verfolgungsjagd wurde auf der 16th Street fortgesetzt. Stoppschilder wurden an der Broadway Street und der Chester Street ignoriert und der Fahrer raste ohne zu bremsen an MLK vorbei. Er bog in die South Battery Street ein und überfuhr die rote Ampel an der 12th Street. East on 16. Excuse me, west on 16. West on 16. Still west on 16. West on 16. No traffic. Crossed over Broadway, still west on 16. Just crossed over Chester, westbound on 16. Got a gap in the slots. Gefährliche Manöver, deutlich überhöhte Geschwindigkeit und eine Reihe von Verkehrsverstößen verwandelten die Straßen der Stadt in eine Rennstrecke. Fascinating, okay. North of Battery. North on Battery. Der Polizist nutzte den richtigen Moment und führte erfolgreich ein TVI-Manöver durch, wodurch das Fahrzeug die Kontrolle verlor und die Verfolgungsjagd beendet wurde. Kurz darauf trafen weitere ASP-Einheiten am Tatort ein. Der Fahrer, der 31-jährige Carlos Butler, bestritt zunächst die Flucht, gab dann aber zu, geflohen zu sein, weil sein Führerschein entzogen war und er nicht wollte, dass sein Fahrzeug abgeschleppt wurde. Nachdem das Fahrzeug auf den Parkplatz abgeschleppt worden war, wurde Butler im Bryant Hart Hospital medizinisch untersucht und anschließend in das Gefängnis von Pulaski County gebracht. Butler wird 11 Anklagepunkte vorgeworfen, darunter Geschwindigkeitsüberschreitung von 24 km/h, Rotlichtverstöße, Missachtung eines Stoppschilds und Nichtanlegen des Sicherheitsgurts. Ihm wird außerdem ein Verbrechen der Klasse C vorgeworfen, darunter Flucht.
Gegen 21:20 erhielten die Beamten einen Bericht über einen verdächtigen schwarzen SUV, der auf dem Parkplatz des Apartmentkomplexes The Greens at the Rock, Counts Massey 3805, fuhr. Bei ihrer Ankunft beobachteten die Beamten einen schwarzen Acura MDX, Baujahr 2007, der mit hoher Geschwindigkeit vom Komplex wegraste. The registered owner is 924 out of our department. Transaction page up here. We're going to the front of the link. Should have driving it very, very nice. Down the lake traffic. Das Fahrzeug schaltete Blaulicht und Sirene ein und raste mit hoher Geschwindigkeit die Paul Eales Street entlang. Doch der Verdächtige hielt nicht an und flüchtete weiter. Sergeant Umholtz unterstützte die Verfolgung. Als das Fahrzeug die Apartments The Links umrundete und in die Counts Massey Road einbog, wurde eine Geschwindigkeit von 96 Meilen pro Stunde gemessen, was in der 35-Meilen-Zone eine erhebliche Gefahr darstellte. Es ignorierte die rote Ampel an der Kreuzung Counts Massey und Mormelle Boulevard und fuhr Richtung Osten. Anschließend ignorierte es die rote Ampel an der Kreuzung Maumelle und Westdahl und wäre beinahe mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Das Fahrzeug fuhr anschließend mit 188 km/h auf die Interstate 430 Richtung Süden, geriet gefährlich von der Fahrbahn ab. Die Verfolgung wurde einige Zeit mit gleichmäßigem Tempo fortgesetzt. Die Polizei wartete auf den richtigen Moment für ein Manöver.
Der Polizist Ann Fricke von der Arkansas State Police fing den Verdächtigen ab, der die Ausfahrt Mississippi Ave Rodney Parham genommen hatte, nachdem er auf die Interstate 630 Richtung Osten aufgebogen war. Der Verdächtige vermied mit knapper Not einen Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen, die mit etwa 80 96 km/h gefahren waren, nachdem er an der Kreuzung Mississippi und Rodney Parham eine rote Ampel überfahren hatte. Going north on Rodney Parham. CMS received. Working on a call it for Rodney Parham coming back up to 630 on ramp. Continuing Rodney Parham, send us a jump call. Ein anschließendes erfolgreiches TVI-Manöver führte dazu, dass das Fahrzeug die Kontrolle verlor und mit einem Zaun kollidierte. Der Verdächtige Devante Jones versuchte zu fliehen, wurde jedoch schnell zu Boden geschickt und festgenommen.